Ja, willkommen zu Scuderia Sportiva Servizio. Wir sind heute in Dortmund, ja, früher Alfa Klassik Zentrum. Und ich möchte heute was Besonderes vorstellen. Das ist ja Alfa Romeo 1750 in Ocker. Was es hier ganz Besonderes ist, das ist eine von erster Serie Autos. Und was man hier auch sehen kann, alle Linien und die Spaltmassen sind perfekt. Das ist einfach eine Perfektion. Das Lenkrad hier, das ist eine Zusammenarbeit mit Navi und wir haben zusammen so eine schöne, wunderschöne Form kreiert. Was hier ins Auge sticht, das ist ja das Holz mit Wurzlackieren. Neben jetzt hier in Chrom gefassten Instrumenten, wenn wir hier jetzt nach oben gucken, das Dach ist hier in Alcantara Leder gefasst. Das ist so angenehm anzufassen. Motorraum sieht ja ganz toll aus. Wir können hier gar kein Kabel mehr sehen. Hier kann man reingucken. Und Motor selbst genauso wie Karosserie und das alles im Auto wurde von Scuderia Sportiva Servizio überholt. Schaut euch mal die Felgen an. Das ist jetzt Einzelanfertigung. Probieren mal sowas heute zu finden. Da kommt jetzt schon der nächste. Ja, hi, hier ist ja Martin. Hallo. Machen wir jetzt heute Probefahrt? Ja, gerne. Ja, komm. Ja, wir fahren hier in einem 1750, erste Serie, voll restauriert. Besonderheit ist, dass der Motor halt von uns so optimiert ist, dass er die Leistung von einem 2 Liter hat oder sogar ein bisschen mehr. Und gleichzeitig auch das Drehmoment hat, aber eben nicht der 2 Liter ist, den alle einbauen. Wir können also hier aus unteren Drehzahlen wunderbar hochbeschleunigen. Gleichzeitig ist die ganze Karosserie so gedämmt worden, dass gar nichts mehr klappert hier und dröhnt, sondern wir wirklich eine tolle Akustik haben. Fast schon luxuriöses Ambiente bieten. Ja, das Getriebe wurde natürlich auch komplett restauriert, aber eben aufs Feinste eingestellt, dass wir überhaupt keine Geräusche haben hier im Getriebe und auch vor allen Dingen, dass es sich sehr, sehr leicht butterweich schalten lässt. Sehr exakt abgestimmt. Also rundum macht es wirklich Spaß, mit so einem Auto zu fahren und auch mit dieser Technik aus den 60er Jahren, dass man die heutzutage in so einer Perfektion kriegt, dass man sich mit jedem Neuwagen messen kann oder den sogar übertrifft. Das ist also für mich immer wieder faszinierend, was die für einen Technologievorsprung damals schon hatten, dass wir eigentlich nur mit wenigen Handgriffen und heutigem Know-how das Auto wirklich auf den Spitzenzustand bringen können.